Willkommen zum heutigen Video. Einer meiner Zuschauer hat mir freundlicherweise seinen aktuellen Steuerbescheid von Mai 2022 für das Jahr 2021 zur Verfügung gestellt. Er lebt seit vielen Jahren in Irland und bezieht eine deutsche Rente. Mit dieser Rente unterliegt er der beschränkten Steuerpflicht. Und das schauen wir uns gleich mal genauer an. Mein Name ist Jutta Martin und ich informiere über aktuelle Themen zu Renten und Steuern. Der Zuschauer hat seit vielen Jahren schon die deutsche Rente, die er in Irland bezieht, und unterliegt der beschränkten Steuerpflicht. Beschränkte Steuerpflicht bedeutet, dass es mit erheblichen Nachteilen verbunden ist. Wir fangen mal vorne an. Zuständig ist das Finanzamt Neubrandenburg, RIA. RIA steht für Rente im Ausland. Es werden festgesetzt 2.804 € Steuern. Er hatte Vorauszahlungen geleistet, die für 2021 vom Finanzamt in Höhe von 4.692 € festgesetzt wurden. Dadurch hat er 1.888 € zu viel entrichtet, die er natürlich wiederbekommt. Er hat jetzt für 2022 im März bereits seine Vorauszahlung geleistet und muss im Juni, oder ist jetzt schon vorbei, musste im Juni ebenfalls noch eine Vorauszahlung leisten. Für September und Dezember wurde keine festgesetzt. Und 2022 dann eben 230 € jeweils im 3. und 4. Quartal. Also er hatte ja dieses Jahr schon zweimal 1.174 geleistet. 2023 ist dann die Verteilung gleichmäßig, sofern nicht ein anderer Bescheid ergeht. Jetzt schauen wir uns mal seine Rente an. Er hat eine Jahresbruttorente von 15.801 €. Das sind, ich habe es mal hier hintergeschrieben, 1.316,75 € Bruttorente im Monat. Er hat inzwischen einen Anpassungsbetrag in Höhe von 263 € bekommen und der steuerfreie Teil der Rente, der ist ja ein Leben lang festgeschrieben, der beträgt 3.419 €. Somit sind 12.382 € steuerpflichtig, aber auch im Ausland steht ihm der Werbungskostenpauschbetrag für Rentner in Höhe von 102 € übrig. Somit muss er 12.280 € versteuern. Da er der beschränkten Steuerpflicht unterliegt, wird zu dem zu versteuernden Einkommen der Grundfreibetrag für 2021 dazu addiert und somit kommt man auf einen Betrag von 22.024 €, auf die dann die Steuer nach dem Grundtarif berechnet wird. Und obwohl er ein zu versteuerndes Einkommen von 12.280 € hat, muss er aber auf 22.024 € Steuern zahlen. Das ist diese beschränkte Steuerpflicht, da steht einem dieser Grundfreibetrag nicht zu. Da habe ich auch schon mal 2 Videos drüber gemacht. Ich wollte das jetzt hier heute mal an einem aktuellen Beispiel zeigen. Jedenfalls muss er insgesamt 2.804 € Steuern zahlen. Ein Solidaritätszuschlag wird in dem Fall nicht festgesetzt. Und hier sind die Erläuterungen, ein Hinweis auf das Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Deutschland und Irland. Hier noch ein Hinweis für frühere Jahre, was für uns jetzt nicht interessant ist. Dann steht hier, die Rentenversicherungsträger haben der Finanzverwaltung Daten über bezogene Renten übermittelt. Liebe Zuschauer, und das betrifft alle Rentner, also wer denkt, dass das Finanzamt nicht weiß, wie hoch die Rente ist, die man bezieht, der kann es vergessen. Alle Renten sind der Finanzverwaltung bekannt. Und wer noch keine Steuererklärung gemacht hat, aber verpflichtet wäre, der wird dann irgendwann aufgefordert und dann wird es richtig teuer. Ja, hier ist dann nochmal der Hinweis, dass eben bei dem zu versteuernden Einkommen der Grundfreibetrag hinzuaddiert wird, weil eben eine beschränkte Steuerpflicht vorliegt. Dann sind hier noch einige Erläuterungen und hier hinten ist dann nochmal berechnet die Besteuerungsgrundlagen für die Vorauszahlungen. Er hat also jetzt einen Restbetrag für 2022 noch von 460 € nach der Rechnung des Finanzamtes
Und das sind die, ich zeige es nochmal ganz kurz, das sind die 2 × 230 €, die jetzt für die beiden letzten Quartale festgelegt werden. So, dann haben wir den Restbetrag, habe ich gerade erläutert. Dann nochmal eine Erläuterung zu den Vorauszahlungen und natürlich ein Rechtsbehelf. Hier ist ein Hinweis zur Zahlung und zu den Folgen verspäteter Zahlung. Und hier steht ganz eindeutig drin, wird eine Steuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1% des abgerundeten rückständigen Steuerbetrags zu entrichten. Auch über Säumniszuschläge habe ich schon mal ein Video veröffentlicht. Ja, und hier haben wir dann das Siegel vom Finanzamt und damit ist der Steuerbescheid zu Ende. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Herrn G. aus Irland für die Bereitstellung des Steuerbescheides, damit ich euch, liebe Zuschauer, das mal eigentlich praxisnah zeigen kann. Fragen, Anregungen oder sonstige Kommentare bitte hier unter diesem Video. Und dann bis zum nächsten Video. Alles Gute, Jutta Martin.